Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Spieletest. Dieses Mal wird Verne The Shape of Fantasy angezockt. Hierbei geht es darum, ich lese kurz bei Steam vor, werde zu Jules Verne und begib dich auf eine faszinierende wie auch gefährliche Reise durch die fantastische Parallelwelt Hemera. Erforsche unentdeckte Gebiete, löse knifflige Rätsel und lüfte die Geheimnisse rund um das legendäre Atlantis. Klingt erstmal ganz cool. Ich habe mich gefreut, dass ich den Key gekriegt habe. Habe ich nämlich über Keymailer wiederbekommen. Und würde sagen, wir gehen auch dann direkt in den Test rein. Sieht alles wieder ein bisschen anders aus oder speziell aus, aber mit viel Liebe gemacht. Davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus, weil das, was ich so gesehen habe, sah schon echt cool aus. Ja, ich freue mich drauf und wir sehen uns nach dem Intro. In Ordnung, wir starten ein neues Spiel. Mit der Kamera müssen wir dann gleich mal gucken, ob die da passt, wo sie jetzt ist. Aber ich schätze mal schon. Im Normalfall oben rechts ist echt immer wenig. Das ist ganz gut. Spiel speichert automatisch. Das ist gut. Werden wir wahrscheinlich brauchen. Das ist wahrscheinlich die Nautilus, was? Anderes 18. The end of the nation is very close, Verne. You are very confident about your triumph. Until we open the chest, we won't know for sure if the compass of destiny is really inside. The chest is in perfect shape after 2,000 years under the sea. No human technology can do that. It's Atlantean, that's for sure. The ship, the inscriptions, all the pieces fall into place. The compass of destiny is inside. We are going to change the course of this goddamn war, Verne. We are going to change history. Take it to Mr. Verne's lab and start maneuvers to ascend for air recycling. Okay. This discovery will change it all. Würde wahrscheinlich auch der Gegner hier gerne haben, wa? Ein Ozean der Verzweiflung. Cool. March 25th, 1888. Scientific Officer Log. It's a great day for the captain, who has asked me to begin documentation while he delivers a speech to the crew in the library. After months of searching, at last he found it. He doesn't have the slightest doubt that the compass of destiny is in his hands. An old artifact that, once released from inside this chest, it is supposed to guide us safe and sound to the flame of Hephaestus, the most powerful energy source in the world. The deadbolt has a complex defensive system and the... Oh. Okay, bewegen WASD, rennen, Q zum Starten des Spiels. Hallo, hallo? Verne here. Verne, quick! The nation is attacking us! Not a single Atlantean piece can fall into their... Mon Okay. Dieu. Merde, merde, merde. I must hurry Was heißt to das denn? recover the iMac. It's inside of the armory's safe room. And wait there. It's the safest place around. Okay. Atlantischer... Nee, was steht da? Atlantidischer Realitätsmodifizierungsapparat. Oh Gott. Das iMac ist ein mächtiger atlantidischer Apparat, der Risse im Fluss der Realität erkennen kann und seinem Benutzer verschiedene Alternativen anbietet, was sich im gleichen vergangenen Moment sonst abgespielt haben könnte. Okay. Der erste und einzige Prototyp war wenige Monate vor dem Vorfall erbaut worden, der den Untergang der atlantidischen Zivilisation herbeiführt. Warum atlantidischen? Warum nicht atlantischen? Aber okay, ja. Ja, egal.
So, mit der Absicht erschaffen, Bauarbeiten und technologische Entwicklung zu beschleunigen, musste jedoch festgestellt werden, dass das IMAC eine Limitierung aufwies. Nur sehr wenige würden es mit der enormen Menge an Vorstellungskraft versorgen können, die für eine optimale Leistung erforderlich ist. Nur die klügsten und kreativsten Köpfe würden es also nutzen können. Ist doch nicht schlimm, oder? Die Göttin Plasea griff in den Entwicklungsprozess ein, inspirierte die atlantidischen Ingenieure und brachte Ideen für Anwendungen ein. Doch weder sie noch andere Urwesen konnten den Apparat nutzen, da die Emotionen, die sie verströmten, die Flamme des Hephaistos beeinträchtigten, ja sogar destabilisierten. Welche Pläne die Atlantiden auch immer bezüglich der Herstellung verfolgen, sie wurden durch die Hekatombe, die ihr Land vernichtete, abrupt unterbrochen, sodass das IMAC ein Unikat blieb. Danach verschwand es einfach. Es sollten hunderte von Theorien darüber entstehen, wo es sich befinden könnte, wobei die Vermutung am plausibelsten, Gott, was ist denn schon wieder los mit dem Vorlesen? Wobei die Vermutung am plausibelsten erscheint, dass es von überlebenden atlantidischen Familien an einen Ort im heutigen Griechenland versteckt wurde, wo es zu einem Gegenstand der Verehrung wurde und zur Entstehung des kurzlebigen, aber intensiven prähellenischen Kults um Plasea beitrug. Meine Fresse. Gar nicht mal so einfach. So, ich glaube, wir müssen noch da, oder? Ich hoffe. Geht zur Waffenkammer. Ist das die Waffenkammer? Hallo? Verne? Also hier wohne ich. We are all the Nautilus. Cool. I must hurry to the armory. Achso, Map. Du bist hier. Da bin ich. Okay. Vernes Katakombe. Wo ist denn die? Gott. Labor, Kartenraum, Brücke, Bibliothek, Waffenkammer. Ganz links. Okay, ich muss also theoretisch einmal nach ganz links und dann runter. Okay, alles klar. Lauf, Junge. Blocked. There's only one way to the armory. Going outside. Bitte? Geh aus der Nautilus raus. Was? Aber, da muss ich mir nochmal die Karte angucken. Vernes Kabine. Also, wenn wir, ja gut, dann müssen wir ja nach oben. Verstehe. Ja dann. Merde. The elevators are disabled. Ja. Okay. Hoch da, mein Freund. Okay, das sieht nicht so schön aus. Das hätten sie auch überlappen können, oder? So, jetzt sind wir da oben und wir müssen nach links. Da ist auch wieder eine Leiter, die kommt dann runter und wir können raus. Ich hoffe, er zieht sich automatisch dann den Tauchanzug an. Oh! Geht aua. Das ist aber ein großes Schiff da. Bei den Göttern. Achso, ja. It's Ja, selber. nearer than I thought. I must get to the front hatchway. Gelange zur vorderen Luke. Ja. Lass mal gucken, ob hier hinten was ist. Nein, okay. Unten links erscheint das Sichtbarkeitssymbol und zeigt an, ob du für die Feinde sichtbar bist oder nicht. Okay. Muss ich mich dann hinter so Sachen verstecken? Kann ich mich nicht. Ah, okay, ja. Macht Schatten auf jeden Fall. Nee. So, wir mussten nach ganz links, hatten wir gesagt. Oh. Geht der noch hoch? Yes. Schnell, mein Freund. Okay, gehe zur Waffenkammer und beschütze das IMAP. Ja. Ich bin jetzt da, das heißt, ich muss runter. Eigentlich erstmal immer nur runter.
Oh, shit. Oh, mon Dieu! Adam and Sean, this is a massacre! But wait, these bullet wounds on Sean. There are no blood drops around. He was shot. Bitte? He was dead. That's disconcerting. Okay. Das heißt, jemand hat den abgeknallt, obwohl er schon tot war. Da wollte jemand auf Nummer sicher gehen, schätze ich. Ist hier hinten noch was? Nö. Da oben. I must hurry to the arbor. Okay, ich darf nicht nach oben. Oh, ne. Das ist einer von der Nation, ne? So. Hier geht's nicht hin. The library access seems clear, but I must reach the armory. Ja. Ich will ja aber auch eigentlich einmal eben kurz die Karte angucken. CO2-Raum. Also wir müssen aber dann nach links. Würde ich sagen. Weil sonst kommen wir nicht runter. Ja. Ach, da ist der. It's jammed. I have to go down to the armory. Maybe I can open the safety hatches from the bridge. Mann, jetzt muss ich wieder zur Brücke. Müssen wir nach oben wieder, ne? Okay, ganz nach oben müssen wir jetzt auch. Okay, stehe. Also wieder hoch. It's jammed. Okay, die geht nicht. Also müssen wir doch wieder hier runter. Nach links. Dann nach oben. Das ist der Kartenraum, okay. It's Ben. Is somebody there? No foes here. Oh, hallo. Etienne, where's everybody? And Nadine? The pilot has disappeared. Very likely she has been captured with the others at the library. What happened? How is that even possible that... I don't know. The servo radars didn't work. Nothing has worked. They crushed us. Damn Raven. The Raven? Merde. Well, that's not the worst of all. The captain has activated the Nautilus. Das ist, glaube ich, ungünstig, würde ich mal behaupten. He will never let his technology fall into the hands of the nation. How much time do we have? Less than 10 minutes. Mon Dieu! You are the second in command. Can't you disactivate it? Only Nemo knows the code. He told me to protect the bridge to speed away as soon as we release ourselves. But the engines are currently paralyzed until the captain reactivates the core. That's why we're still outside. Oh my God! What will we do? You are the only one who can do something. Okay. What? The only what? I'm not a soldier. Noch nur Wissenschaftler, Mann. I will open the hatches to the armory chamber. Once there, take the IMAG and do whatever you can to save the Nautilus. The iMac? Okay. It's not a weapon. We barely know how to use it or what it can do. What if it sinks us? What do you fancy more? A quick death beneath the sea or a long life of tortures at one of the nation's penitentiary mines? Das sind irgendwie uncoole Optionen, würde ich mal behaupten. Ja, ist ja gut. Hier auch noch angeschnauzt. Hier müssen wir gar nicht hin, ne? I still have some stuff to do. Ja, okay. Hätte ja sein können. Also nach rechts, wieder nach unten. Flop, flop, flop. Wieder nach unten. Flop, flop, flop. Du machst bitte auf. Ja. Und runter. Gott. Mon Dieu! Ja, gar nicht laut. Das ist dieser Druckraum, ne? Ja, hier He geht's auf jeden grabbed Fall. that paper with his last strength. Das ist Blut verschmiert. It's bloodied. Was ist das? Nee, das ist... Oh Gott. Wow. Nimm dir doch sowas da noch mit, Kollege. Oh. I'm coming, I'm coming. Ja. Also.
Hallo? Armory here. Verne, the opto recorders show that the Raven has cornered the captain and the engine core. Go there. I will open the hatch. And what am I supposed to do? Ja. You'll figure something out. You're an imaginative guy. Merde. Wir haben die Vorstellungskraft. Und wir setzen da das Ding ein. Das iMac ist ein atlantidisches Artefakt, das Risse in der Realität entdecken und in bestimmten Momenten kleine Umschreibungen vornehmen kann, falls sich die Dinge ungünstig für dich entwickeln. Ja. Haben sie. iMac bietet eine logische Auswahl. Erkunde die Welt, um mehr Optionen zu erhalten. Wähle eine aus, aber sei vorsichtig, nicht alle führt zu einem glücklichen Ende. Oh. Okay. R und T. Das halten. Hä? The ceiling kept withstanding. Ach so. Oh. Gut gemacht. Jetzt musst du warten, bis das iMac wieder aufgeladen ist. Triffst du eine falsche Wahl, könnte das iMac für eine kurze Zeit zurückgehen, aber nimm dich in Acht, das passiert nicht oft. Viel Vergnügen beim Umschreiben. Danke. Okay, das heißt, er kann sich vorstellen, was wirklich oder was alternativ passiert. Und das passiert dann, wenn er Glück hat, ist es was Gutes. Okay. Trennpapier. He released a paper he was holding in his hand. Das ist nice. Okay. Ja, wir haben ein Bild gefunden. Die Nation, das alte preußische Königreich. Ja, die Preußen wieder. Nach Jahren des Kriegs hatte das alte preußische Königreich von seinen besiegten Nachbarn enorme Reichtümer angehäuft und die klügsten Wissenschaftler versammelt, deren Arbeiten ihm erlaubten, atemberaubenden technologischen Fortschritt zu erzielen. Dank dieser Überlegenheit nahm es in wenigen Jahren weite Teile von Europa ein und verkündete 1815 die Geburtsstunde der Nation. Es sollte die einzige sein, denn es kann schließlich nur eine wahre Nation und Identität geben, die in der Lage ist, die zivilisierte Menschheit vor dem Barbarentum zu schützen. 1835 begann die Nation mit ihrer globalen Expansion, was den 30-jährigen großen asiatischen Krieg einläuten sollte, okay? 1860, nach der Kapitulation der Sino-Japanischen Allianz und der Niederlage Großrusslands, wandte sich die Nation dem goldenen Imperium von Afrika zu. Der Krieg breitete sich über die Grenzen des Kontinents hinweg aus und die Welt von Hemera sollte über Jahre unter den im Namen der Nation begangenen Grausamkeiten leiden. Nach mehreren Jahren, 1880, nach mehreren Jahren des tyrannischen Friedens und dank der von Kapitän Nemo entwickelten Technologie schlossen sich Tausende von Bürgern schließlich zu einer weltweiten Widerstandsgruppe zusammen, um einen globalen Guerillakrieg gegen die Nation zu führen. Zur Überraschung ihrer militärischen Anführer wurde auf ganz Hemera das Feuer der Revolution entfacht. Heute wird die Nation von den Männern der Kurie regiert, einer Gruppe von 23 ausgesuchten Mitgliedern der politischen, militärischen und wissenschaftlichen Elite. Jedes Jahr findet ein patriotisches Spektakel statt, an deren Ende ein neues Mitglied der Kurie die Macht übernimmt. Doch ist dies nichts weiter als eine Formalität, da die Nation von mehr als einer Person regiert wird. So besteht auch eines ihrer Fundamente in den heftigen Machtkämpfen zwischen den verschiedenen Gruppierungen, die darum ringen, so viele Sitze in der Kurie wie möglich zu besetzen. In die Kurie kommt man nur, indem man eines ihrer Mitglieder ersetzt, weshalb Unfälle, Krankheiten und Selbstmorde in ihrer Geschichte gang und gäbe sind. Erinnert mich an irgendwas. Selbstverständlich werden einfache Leute nicht wirklich in der Kurie repräsentiert und man kann getrost davon ausgehen, dass sie nicht den kleinsten Einfluss auf die Handlungen der Nation ausüben, selbst wenn die Propaganda das Gegenteil behauptet. Klingt nicht cool. Ist auf jeden Fall eine nette Idee, finde ich, mit dem iMac. Achso, was sollten wir jetzt überhaupt machen? Ach, den Typen da befreien, ne? Dann müssen wir nochmal auf die Map gucken. In der, was war das? Bibliothek werden Leute festgehalten, sagte sie, glaube ich, ne? Taucher und Doktor, Sicherheitswerkstatt, Waffenkammer, da sind wir. Und wir sollen doch in die Bibliothek, oder nicht? Wenn wir hier irgendwo... Gehe zum Kern und rette Nemo. Okay, Kern. Wir müssen zum Kern. Ja, okay, das ist rechts von uns. Also können wir runterfahren und dann nach rechts. Wahrscheinlich. Hoffe ich jetzt mal. Können sie also runterklettern. Blocked. Gibt's hier was?
Ordentliche Person. Bombenfest. Ach so. Ich versuche das mal mit ordentliche Person. Is so good stacking supplies that not even the bombs could have moved them. Oh, das finde ich witzig. Ah, shit. Da ist aber noch mehr kaputt. Mal gucken. Gleich ist es wieder aufgeladen. Bombenfest. The explosions didn't affect the room. Ja. Okay, das ist echt witzig. Hier sollten wir gleich auch nochmal gucken, ob wir da irgendwie was hinkriegen. Kommen wir rein? Still have some stuff to do. Okay, da dürfen wir noch nicht rein. Letzte Aktion. Before dying, he left the emergency hatch open. Richtig cool. Kommen wir da rein? Nein. Okay. Ist hier noch was? Keine Risse erkannt. Okay. Dann gehen wir runter. Ah, jetzt sind wir im Wartungsschacht. Fire at will. Watch Wow. the flanks. Wir sollten nicht dazwischen geraten. Come on, protect the core. Don't let them take it over. It doesn't work. It must have run out of energy. I could fix the electric board. Theoretisch. Repariere die elektrische Tafel, indem du das geschmolzene Teil entfernst. Wähle ein Teil. Wähle ein Teil, hebe Auswahl auf. Nach der Auswahl kannst du ihn bewegen. Okay. Ach so. Okay. Keine Ahnung, ob ich das richtig mache. Watch the flanks. Yes! Okay. Zum Glück habe ich mich da jetzt nicht so blamiert. Vielleicht habe ich auch die Zeit zurückgedreht und ihr seht das nur gar nicht. Watch the flanks. Ich komme, Captain. Oh. Ich glaube, zu spät. You just don't know when to surrender. Isn't that so? Of course not. I still have to finish your face. The Nautilus is at last in the nation's hands. Tell me how to deactivate the self-destruction and take my word as a gentleman. I will free your crew. Gentlemen, I saw in the penitentiary mine what to free means to you, you Ich damn wollte gerade sagen, den kann man, glaube ich, nicht I trauen. will die before releasing the Nautilus to your masters. It's a shame to end our relationship like this, but wish granted, Captain. This time you will not escape. Brothers, take aim! No! What am I doing? Ich wollte es gerade sagen. What the? Was machst du? You must be Mr. Verne, and that thing you're threatening me with is the amazing Atlantean artifact I've heard so much fuzz. Release them and get out! Don't move! Get back! 60 seconds to self-destruction. 60 seconds to self-destruction. Don't be stupid, Nemo. Stop the countdown before we all die. No. Then say goodbye to your dear Verne. No! Um die volle Leistung des iMac zu nutzen, schließt du die Sequenz ab, indem du vor Ablauf der Zeit auf das korrekte Symbol drückst. Was? Falls Ihnen die Quicktime-Events Probleme bereiten, ja, werden sie. Ihr müsst wissen, ich und Quicktime-Events, wir sind keine guten Freunde. Können Sie diese... okay, kann ich ausschalten. Was? Okay. Oh, nein! No! Ich hab's angekündigt. Oh. Oh, auf dem Controller ist es auf jeden Fall einfacher. Aber... No! What? Was war das, bitte? Verne! I will find you! The iMac had never displayed that amount of power before. Okay.
My mind was dragged again to the bridge, an image that was torturing me over the last months. I didn't wake up until a few hours later, a time that surely Nemo felt was like an eternity. Wir haben sie gerettet. Fürs Erste. Eintauchen in Erinnerungen. Mobilis in mobili. Captain, my take is that the only Wer von euch hatte alles Latein? is exposing it to the Ich nicht. IMAG. Are you sure? This deadbolt is a piece made by Phobos priests. Their devices were famous for being impenetrable, forged with the remainders of a meteorite. If anyone messes with it, it will launch a discharge of an energy that will cause a deep, infinite terror to whoever receives it. An energy that causes terror? That's preposterous. Ja. For you, Wir haben gerade so einen Zeitdingster-Bumster benutzt. real enough. Do you think that fear, destructive imagination, and hopelessness don't exist? Not presented in the shape of fireworks and sparks. If you don't believe me, feel free to break the chest with a crowbar. How can the IMAG open it? The IMAG feeds itself with Mr. Verne's imagination and uses it to creatively change our reality. Therefore, it's a positive force, directly opposed to the kind of energy that the deadbolt uses. I'm reasonably convinced that the energy of the IMAG will nullify the one in the lock. You mean like sand and rust? Could be. The deadbolt is a rusty key, and the IMAG, the sand that wipes away when scrubbed. Do it, Verne. Do it. Es kommt mir nicht bekannt vor, sowas. The IMAG, it doesn't work. It looks like it ran out of energy. That explosion must have dried it up. You must make it work. We must release the compass of destiny from this chest. Shouting at me won't help. Echt mal ein Adrian, bisschen nett, go and bitte. look for Petrov. May he bring the torch and... Captain, I must advise against force opening the chest. Unless you want to lose your mind, what is imperative now is to find an answer to why the IMAG is dead. If you have any theory, spit it out now. It's possible that, given that the IMAG gets its energy from the imagination of its host, the problem is inside your Wow. mind. Jetzt bin ich das Problem, oder was? My mind? Yes, that's true. You talked about hallucinations. Yes. For an instant, I traveled back to a bridge in Paris. I had a similar vision at the island. Do you remember seeing something like this in your vision? It certainly has a likeness with the shadow I saw at the bridge, but are you telling me that I saw Phobos, the Atlantean god of fear? Fear is a narrow description of what Phobos really Ja, irgendwie sowas war da, ne? people. Auf der rechten But then Seite. He was the destructive imagination, the one born out from despair and angst. You could also say that his sister Placea, however, represented fantasy. But the truth was that she was perceived as the source of the creative imagination, the one that thrives from hope. I think that Atlanteans believed that the balance between the two brothers dictated one's own sanity. If Phobos has broken that balance in your mind, that would explain the IMAG's silence. Na toll, wie werden wir den los? You're talking about mythology? I don't believe in Phobos, hence it's impossible that it's harming me. The thing here is, you are afraid. Too much fear inside you. Until you don't master it, I'm afraid that the IMAG will never work again. I refuse to believe in hocus pocus. And how Hocus can pocus. you explain the IMAG blast? It saved your life. I don't question that the Atlantean technology doesn't work. What I mean is that... Enough with the debate! We are losing precious time. What matters is that the IMAG only works with you. It's obvious that your hallucinations are a symptom of some kind of disorder. Visit Dr. Cedric and get yourself a neurological check. That's an order. All right. You, Adriel, check the reparations. We must keep afloat for 2 days until we get to the base. We must assume that Commander Hetzel is not far from us. Yes, Captain. Why are you still here? Aren't Oh, you eh. bothered by the way we were attacked? They fell upon us too easily. It's more than probable that there is a traitor on board. A traitor? In the Nautilus? Never.
I have personally chosen each member of this crew. There is no question that the nation has found a way to decode our communications. I envy your confidence. Also was ich gut finde, die Synchronisation ist echt toll. During the attack, I found Wenn ich das mal so mit so einem anderen Spiel vergleiche, das ich momentan spiele, also wobei, ist unfair, das hier ist ja auch Englisch. Keine Deutsch. Auf Deutsch ist sie nur schlecht bei dem anderen Spiel. Eyes opened. If there is a traitor in such a small space, he or she will be exposed sooner or later. God damn it! Wow. Meint ihr könntet eine gute Synchronsprecherstimme machen? Also sowas sprechen? Frage ich mich gerade. Könnte ich das? Weiß ich nicht. Kriegt man die Emotionen so rüber? So gestellt rüber, ohne dass es gestellt klingt? Ich glaube, so einfach ist es nämlich gar nicht. Nonsense. I may have my issues, but Atlantean magic. Come on. Er sagt auch Atlantean. Das finde ich Let's irgendwie... go to deck 3 to see Doc. Ach, Atlantidische. Okay, wir müssen hoch. Lab. It doesn't work. Oh, müssen wir immer noch über den Bums da. Nee, wir müssen ja gar nicht ins Labor. Wir sollen doch zum Doktor. Oh Gott. Also, nach ganz links wieder und dann einfach runter einen Weg finden. Okay. Können wir denn hier jetzt durch? Ja, sehr schön. Oh, wir können Roggle spielen. Oder was? Mobilis in mobile. Just like the captain. Können wir das auch spielen? Wer von euch kann ein Instrument spielen? Auch das kann ich nicht. Ich bin einfach nichtsnutz. Ich habe mal Blockflöte gespielt in der Grundschule, wie wahrscheinlich jedes Kind. War nicht gut. Wollen die nicht erstmal die Blutflecken und sowas wegmachen? Das wäre vielleicht eine Idee, oder? I can't reach the sick bay. I'll go to the bridge and see if Nadine can help me. Okay, das klingt doch nach einem Plan. Hallo? Oder? Oh, moin. Hier arbeitet auch jemand. Hi. Mr. Verne, don't come any closer. Oh. These carbo exhausts are quite damaged, and you could breathe polluted air. I will. Das wollen wir nicht. What about you, Sue? Don't worry, I'm used to it, and it takes a big deal of carbon dioxide to knock me down. Will they hold until we reach the base? I'm working on it. They must hold. Without them, we couldn't breathe. I'll stop bothering you. Good luck with that. Ja. Thanks. Wäre gut, wenn die funktionieren. Achso. Ich will doch nur darüber. Also hier hoch. Und hier war doch dann die Brücke. Nadine. Oh, da war irgendwas zu lesen, ne? Nadine is always reading these penny dreadfuls. Awfully boring literature, so to speak. Die Walküre. Okay, was haben wir da gekriegt? Irgendwas, irgendeine Beschreibung, oder nicht? Biografien, hier. Valkyria, der alte Zerstörer der Juggernaut-Klasse, erfreut sich dank einer verzweifelten Rettungsoperation während der Invasion von Britannien 1847, die Tausenden von schiffbrüchigen Soldaten das Leben rettete, großer Beliebtheit in der Nation. Trotz seiner Popularität wurden die während der letzten Schlacht erlittenen Schäden am Schiff, das vor dem Hintergrund des technologischen Fortschritts der Nation mittlerweile als veraltet galt, nicht repariert und es 2 Jahrzehnte lang der Nordsee überlassen, bis Bloody Raven es zurückholt. Sein Plan war es, zum Herzstück eines selbstmörderischen Überfalls auf den Suezkanal zu machen, durch den er dem goldenen Imperium die Kontrolle über diesen entreißen wollte. Der Anblick des rostenden Rumpfs der Valkyria an der Spitze der Flotte der Nation erschütterte die Moral der in Port Said stationierten anglo-afrikanischen Flotte, aber als ihre goldene Maske den Rumpf der HMS Vengeance in 2 Teile riss, wurde diese Moral endgültig in Kleinteile zerlegt, glaube ich. Es kam zwischen den beiden Flotten zu einem Scharmützel, während dem der rostende Zerstörer durch die Stadt fegte, den Kanal durchdrang, dabei alles vernichtete, was sich ihm in den Weg stellte. Unzähligen Angriffen standhielt und schließlich mehr als 1500 Echo-Garde-Soldaten vor das Tor des Kanalkontrollzentrums beförderte. Die Flotte der Alliierten wurde bald besiegt und innerhalb weniger Stunden befand sich der strategisch wichtige Suezkanal in der Hand der Nation.
Die Strategie war von durchschlagendem Erfolg, im wahrsten Sinne des Wortes. Als Raven danach sah, dass die alte Valkyria trotz der Heftigkeit des Angriffs weitgehend intakt war, beschloss er, sie zu seinem Flaggschiff zu machen. Er ließ größere Schäden beheben, aber die rostige Erscheinung, die sich als eine furchtbare psychologische Waffe bezahlt gemacht hatte, sollte behalten werden. Dank weiterer Siege sollten Raven und das Schiff schon bald zu den bekanntesten Symbolen der Kriegsanstrengungen der Nation gehören, bis zum Überdruss durch die Propaganda ausgeschlachtet, mit Sendungen wie die allmorgendliche Radioserie Raven rächt sich am niederträchtigen Captain Nemo. Wow. Hallo, Nadine. Jules, good to see you. Ja. Nadine, I'm glad you're alive. I have a big headache thanks to a rifle butt, but I'm in one piece, not like this melting piece of junk. It is still a striking piece of junk. That's because I'm the one who steers it, babe. Okay. Unangenehm. Ach so. Oh. Was doch der Angriff. Don't you find it weird how the servo radars Ich dachte gerade, da ist so eine unangenehme Stelle, weil der Witz scheiße war. Aber ne. Maybe they have discovered a way of avoiding them. All technology improves, even the bad guys. It looks like too much improvement for such a short time. Don't you think it's possible that someone of the crew has... Verne, take my advice. Don't go insinuating the idea of a treason. Morale is low enough to allow paranoia gets installed in the ship. I guess you're right. Vor allem, wenn er das bei jedem jetzt bringt, Do you think they will find hat us? er irgendwann auch den Maulwurf gefunden. We have decoded a radio message ohne from dass the das wollte. nation. The Raven is still alive and it's behind us at full throttle. Your Full throttle. Hocus stuff only sent him 200 miles away from us. Sooner or later he will fall upon us, and that's for sure. If we keep ourselves underwater, he won't find us. We have been 2 days without recycling air, and the oxy-recyclers are quite damaged. If we don't emerge soon, you will Verstehe. discover what it's like to want to puke with every breath. Wonderful. The attack has been more of an ambush, don't you agree? They were waiting for us. Did any radio message come out the days before? You must have seen it. Negative. 10 days ago, the captain imposed silence at the Nautilus. Okay. Nothing comes in, neither out. Is there any radio channel that avoids the primary systems? Nemo's personal telecommunicator. He's the only one that holds the codes. He uses it for his business with the resistance. Also entweder hat sich jemand You ins were part of one of these cells, isn't Zimmer da that? geschlichen? Oder? You can bet your ass. I never had eaten more mud in my fucking life. We traveled fast through Hemera. No more than 3 days. Was für ein in the same dreckiges spot. Mundwerk. We stole from the nation everything that wasn't hammered to the ground. The good thing about that is that I barely knew the war front. And then the Nautilus. Think about it. A toddler like me, recruited by the Nautilus. I would have done anything Nemo asked me. Not anymore. Well, I've been locked here for a while, fighting, and I feel that there's a lot of things outside that I'm missing out. Fighting tyranny is a horrible job, but someone has to do it. Mhm. Yes, I know. Ihr macht das super. Sicherheitsluken, Fahrstühle, I Fahrstühle. came for a more mundane issue. Can you activate the elevators for a moment? I must reach the sickbay. Of course, I hope you're fine. I will give you a few seconds of energy. We are so low at fuel that even seals pass us. God, Oh, what das I ist, did for being shopping in New York. Schlecht. Nutze den Fahrstuhl. Alles klar. Lauf. Okay, so, jetzt Energie. Doktor. Hallo, Doktor? Bräuchte da Ihre You are Hilfe. here. The Nemiagram isn't prepared yet. Come on in. Make yourself comfortable. How are you? Das I sieht feel aber nicht sehr better before my comfortable aus, da, der conversation with Stuhl. Nemo. He's getting more nervous each day. That happens to all of us. So, haha. What's this device? Nemiogram? A memory writer? That's it. I designed it months ago, but I hadn't the chance to test it. It induces a deep hypnosis. Das klingt ja super cool. patient, Bin ich hier but so it's ein ideal to explore the Versuchskaninchen. corners inside his or her mind, theoretically. Theoretically.
Yes. Your checkup from after the boarding shows no brain damage, nor blood clots that Mal explain schön, your oder? hallucinations. So I decided to try an alternative approach. Hypnosis? Why? The IMAG and you are linked by imagination. Doctor, that sounds terribly unscientific. Call it in brainwaves or whatever you like. The undeniable matter here is that the IMAG only works with your brain. The Raven attack provoked a trauma, and because of that, the IMAG doesn't work anymore. And how is this machine supposed to cure me? It will not cure you. My intention with the Nemeogram is to discover what happened to you at that island. You have told me many times that although you don't hold any memory of that episode, you believe that there is where you found the IMAG and suffered your first bridge hallucination. Maybe the memory of the events you experienced at the island holds the answer, or at least a clue that will help us to cure your malady and the captain's concerns. A very interesting hypothesis, but frankly, Doc, are you sure that you aren't going to fry my brains? Of course not. Theoretically. I guess we'll be able to find out about it. Relax while I finish the adjustments. I don't even know what that is anymore. Ihre Arbeit mit dem Impfstoff Bloody Raven tut es weh? So, how's the vaccine? Intact, at least. Luckily, the nation minions didn't make it to here. On the other hand, my research is absolutely at a standstill. Cholera is an extremely resistant bacteria. Oh ja, Each Cholera ist day schlecht. more and more people die from it. For what I've been informed, the horror I lived in India is nothing compared to what is going on right now among the workers of the nation's factories. You know you have me here for whatever you need. In the event I survive this machine, of course. Bloody Someone Raven. here has told me a story about you facing the Bloody Raven years ago. I don't know who has told you such a stretch of the truth. I just have seen him once, from away, and he still froze the blood in my veins. Ja, der sah schon komisch aus, der In Kollege. India, in a village in the middle of the jungle. We, the Brits, were holding our position in front of the nation's advances until the Raven and his Echo guards arrived. How do you think they have found us? We didn't emerge for 3 days. I've been at war too many years to still believe in coincidence. Ah, glaubt auch an Verräter. Oder so. Schuns You Wunde. analyzed Shun's body. I believe I saw something. Something that didn't match the scene, right? He didn't die from bullet wounds. Lethal head injury. My suspicion, somebody attacked him from behind before the nation's boarding, and then shot the body to blend the murder with the other death. Ja, ja. Night, he was on bridge duty, and mysteriously, servo radar stopped working. Someone in the crew is... You should discuss these matters with the captain. I am just a doctor. Ja, jetzt hier ausweichen, ne? Ist klar. And right Das gibt's now, doch nicht. you're one of them. When do we start? It's ready. Let's begin. Focus. Tell me about the bridge. It's a bridge. So, er macht das selber. Ich dachte, ich muss was beschreiben. Paris, I believe. Mist surrounds me. I have a strange feeling, because there is someone else here with me. I have felt that very same presence before, at the island, before the Nautilus. Focus on it. Let yourself go. I'll try. It's difficult to focus. Everything began 6 months ago, the day of the wreck of the AES Annabelle Lee. Nachspiel, Teil 1, abgeschlossen. Ich kenne nur Vorspiel. Naja. Oh. Das ist ein Wrack, oder? Cedric's strange machine unleashed my memories, lightening the dark void of my stay at the island. The Annabelle Lee was my first assignment as a scientific officer at the American Empire Navy. In addition to the war's own menace, there was a rumor that a huge sea monster was around, sinking ships. Despite my skepticism, 3 weeks after our departure, in the dead of night, that rumor became a reality by pouncing on our ship and in a matter of minutes wrecking us. By some miracle, I survived. Luckily, the currents brought me to the island. Later, I understood Als that my einziger überlebte er? extraordinary journey started Okay. right there. Right there.
Außergewöhnliche Reise. Indischer Ozean. Where am I? Zuflucht. It's destroyed. Fixing it will be difficult. Okay. Oh God. The attack. The monster. That sea beast came out from beneath and rammed the Annabelle Lee, ripping apart the hull like a rotten fruit. Why is it so hard to recall? Ja, weiß nicht, vielleicht There's unangenehm. no sign of life. Maybe I will find someone inland. Oh, I need food. A petroglyph. It's ancient. It must mean Ist das something. vielleicht in der Nähe von Atlantis? An old letter. Seems to be written by an outcast. It must be important. Sammelobjekt. 19. September. Tag und Nacht kann ich an nichts anderes denken, als daran, wie ich ein paar von diesen Monstern, die sich an solch grausamer Unterhaltung erfreuen, aus dem Verkehr ziehen und das Opfer, das sie hier töten würden, retten könnte. Und was kann ein einziger Mann gegen sie ausrichten, wenn er 20 oder 30 von ihnen mit Spießen oder Pfeil und Bogen gegenübersteht, mit denen sie genauso gut zielen können wie ich mit einer Pistole? Oh, da gibt es wohl Einheimische, die das nicht so witzig finden, dass wir herkommen. Aber das ist jetzt vielleicht genau der richtige Zeitpunkt. Wir haben quasi so die Einleitung gespielt und kommen dann jetzt zum Fazit, würde ich sagen. Auf jeden Fall interessant. Schick gemacht. Seht ihr ja, das scheint alles sehr viel Arbeit gewesen zu sein und künstlerisch sieht das schon schick aus, muss ich sagen. Die Story ist auch interessant, würde ich dann im Zweifel nachverfolgen wollen und so weiter. Und wenn man auf die Art von Spiel, also so Adventure mit ein bisschen Rätsel, ich denke, davon kommt noch ein bisschen mehr, weil wir hatten jetzt das eine nur mit dem Rumschieben da beim Sicherungskasten. Dann ist das ein netter Zeitvertreib. Ich habe geguckt, das dauert irgendwie so 3-4 Stunden oder sowas. Von daher, wenn das mal im Sale ist oder so, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, wenn man die Art von Spiel, wie gesagt, mag. Es ist sehr storylastig, das heißt, man muss dann auch viel zuhören, viel lesen und so weiter. Stört mich, wenn ich so ein Spiel spiele, nicht, weil die Geschichte ist ja interessant und dann möchte ich ja auch viel erfahren darüber. Dementsprechend von mir auf jeden Fall Daumen hoch. Ihr könnt ja mal schreiben, wie es euch gefallen hat. Und dann gucken wir mal, was uns als nächstes irgendwie in die Finger kommt, was wir dann wieder testen können. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt oder sonst was. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber. Ciao.